Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um Nischendüfte. Wenn du genauso duftverrückt bist wie wir auch, dann bist du hier genau richtig. Abonniere am besten gleich den Channel und aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Heute habe ich dir meine Top 4 Fruchtbomben-Parfums mitgebracht, also sehr fruchtige Parfums, die für mich auch perfekt in den Frühling oder auch in den Sommer passen. Natürlich kann man die Düfte auch zu etwas kälteren Jahreszeiten oder Tagen tragen, aber ich finde, jetzt mit Frühlingsbeginn wird es Zeit, dass wir die fruchtigen Parfums wieder aus dem Schrank holen. Einen Duft, den ich wahnsinnig gerne habe, ist von Le Barguebois, der L'Heure de Proust, und das ist wirklich ein ganz, ganz toller, fruchtiger Duft. Und hier kommt die Fruchtigkeit vor allem aus der Beere und der Grapefruit, aber lass uns mal gemeinsam dran riechen. Ja, zu Beginn haben wir eine schöne kleine Bergamotte und wir haben eine schöne Grapefruit auch mit drin. Die geben natürlich diese zitrische Note mit rein, eine ganz, ganz leichte Herbigkeit durch die Grapefruit. Was aber auf jeden Fall im Vordergrund steht, ist die Beere. Also wir haben von Beginn an eben diese beerige Süße und diese beerige Frische. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Gibt so einen schönen gute Laune-Kick und so wirklich ganz, ganz tolle Vibes, der Duft. Also wirklich, wirklich schön schon im ersten Schnuppern. In der Duftentwicklung kommt eine ganz, ganz tolle Duftnote in den Vordergrund, und zwar ist das die Teenote. Und hier vor allem eben Schwarztee. Ich finde, es gibt dem Duft wirklich eine ganz, ganz tolle Wendung, gibt dem Duft auch nochmal so eine gewisse Herbigkeit nochmal mit rein. Wir haben auch Mate noch mit drin. Tatsächlich, das kommt jetzt nicht in den Vordergrund, ich glaube aber, das tut sein Ding so im Hintergrund. Und im Duftverlauf gewinnt der Duft auf jeden Fall auch an Süße. Wir haben hier eine schöne Lakritz mit drin, wir haben hier eine schöne Vanille mit drin, wir haben tatsächlich auch Veilchen mit drin. Für mich ist der Duft jetzt aber nicht blumig. Ich glaube aber, dass eben diese Duftnoten in Kombination diese schöne Süße auf jeden Fall nochmal mit reingeben, den Duft einfach so ein bisschen setzen, auch ein bisschen schwerer machen, und für mich ist das wirklich ein Duft, der wahnsinnig toll auch in die wärmere Jahreszeit passt. Wirklich toll zu tragen, gibt wirklich gute Laune, hat eine tolle Haltbarkeit auch. Ich finde, nimmt man auch wirklich gut wahr. Ja, also wirklich schön. Die Marke hat tatsächlich total viele schöne Düfte. Ich verlinke dir gleich mal ein Video. Alex und ich haben nämlich mal drüber gesprochen, über alle Düfte von der Marke, die wir auch im Portfolio haben. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, denn jeder Duft von Le Barguebois ist echt einzigartig und ganz, ganz toll. Tatsächlich soll im Duft auch Leder mit drin sein. Für meine Nase kommt jetzt hier Leder nicht mit raus. Steht für mich jetzt nicht im Vordergrund, kann aber gut sein, dass auch die Duftnote natürlich im Hintergrund den Teil beiträgt. Und teste den Duft gerne mal aus, wenn du auf fruchtige Düfte stehst, wo einfach auch eine Beere auf jeden Fall im Vordergrund steht. Der L'Heure de Proust ist auf jeden Fall wirklich schön. Auch beim nächsten Duft steht eine Beere im Fokus, und zwar die Kirsche. Und ich spreche von dem Eve Goes Eden von Philly & Phil. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr schöner Kirschduft, wobei ich sagen muss, dass im Duftverlauf jetzt die Kirsche zwar präsent ist, durch diese fruchtige Süße natürlich, aber ich würde jetzt nicht zu 100% rausriechen, dass es eine Kirsche ist. Am Anfang aber definitiv. Na, geht aber schwer auf. Lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, wir haben am Anfang, wie bei fast allen fruchtigen Düften oder Düften allgemein, eine schöne Bergamotte mit drin, gibt diesen zitrischen, frischen Charakter mit rein. Wir haben aber schon Beginn die Kirsche mit drin. Und für mich ist das irgendwie eine dunkle Kirsche. Also ich rieche den Duft und wir haben zwar diese Fruchtigkeit mit drin, ich assoziiere aber im Kopf einfach eine dunklere Kirsche irgendwie damit, weil der Duft von vornherein schon so eine gewisse Schwere für mich mitbringt. Der ist zwar fruchtig, aber er ist für mich schon intensiv, hat eine gewisse Schwere nochmal mit drin. Und im Duftverlauf finde ich den Duft wahnsinnig spannend, denn da kommt eine schöne, holzige und vor allem ledrige Note nochmal mit rein. Das ist wirklich eine interessante Kombination aus dieser Kirsche, für mich dieser dunklen Kirsche, die wirklich eine sehr, sehr tiefe Süße für mich hat. Also ist für mich schon ein etwas schwerer Duft als der L'Heure de Proust, den wir gerade gemeinsam gerochen haben.
und eben mit dieser schönen kleinen Ledernote nochmal mit drin. Wirklich toll. Tatsächlich haben wir hier auch eine schöne kleine blumige Note durch die Veilchen nochmal mit drin. Die nimmt man auf jeden Fall auch wahr. Während bei dem Le de Proust man die Blumen, finde ich, jetzt so nicht wahrnimmt, tut man das hier definitiv. Die geben nochmal eine schöne Süße mit rein, runden den Duft nochmal schön ab. Ja, der Duft ist wirklich toll von der Haltbarkeit und auch von der Silage. Das ist für mich ein Duft, der funktioniert auch in kälteren Jahreszeiten, weil er eben auch etwas schwerer ist. Den kann man auch zu wärmeren Tagen tragen, keine Frage, aber er hat nicht diese Leichtigkeit für mich, wie wir es beim ersten Duft gerochen haben. Der nächste Duft gehört wohl zu den Klassikern unter den fruchtigen Düften und es ist kein anderer als der Erba Pura von Xerjoff. Und ich muss sagen, das war der erste etwas fruchtige Duft, oder etwas ist untertrieben, der erste mega fruchtige Duft, den ich jemals getragen hatte, und das hat mich schon wirklich sehr, sehr umgehauen. Also da ist eine Fruchtexplosion bei diesem Duft schon im ersten Riechen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich finde, neben dem Erba Pura gibt es ja noch von Tiziana Terenzi den Kirke, der so in eine ähnliche Richtung geht. Mein Favorite ist aber auf jeden Fall der Erba Pura. Lasst uns da mal gemeinsam dran riechen. Ja, Gott, schon zu Beginn. Die Orange absolut im Fokus. Also ich musste an so einen richtigen Orangenkorb denken. Orange, Bergamotte, schon von Beginn an wirklich diese fruchtige Frische, dieses Fröhliche, dieses Leichte. Also das ist so ein richtiger Fruchtcocktail, der da einem schon explosiv irgendwie in die Nase kommt. Wirklich ganz toll. Was ich rausrieche, ist eben eine Bergamotte, ist eine Orange. Und ich finde, was auch rauskommt, keine Ahnung, ob es drin ist, ist auf jeden Fall eine Pfirsichnote. Gerade auch, wenn man im Duftverlauf an dem Duft riecht, wenn der auch so ein bisschen auf der Haut ist. Ich finde, da kommt Pfirsich mit raus. Mag ich sehr gerne in einem Duft. Ansonsten ist es für mich wirklich ein Fruchtcocktail. Das ist ein Feuerwerk an Früchten, was der Erba Pura auf jeden Fall abfeuert. Dieser Früchtekorb wird im Verlauf durch eine ganz tolle Vanille, durch Amber und durch Moschus abgerundet und so ein bisschen eingefangen. Also es ist dann wirklich ein ganz toller, frischer, fruchtiger, etwas cremiger Duft. Ich finde, der ist wirklich toll zu tragen. Der hat eine Monster-Silage, der hat eine Monster-Haltbarkeit. Also das ist auch ein Duft, da braucht man wirklich nicht so viel auftragen, den nimmt man definitiv wahr. Und ich finde, der passt auch perfekt eben in die wärmere Jahreszeit. Also den kann man auch perfekt, obwohl er eben diese fruchtige Süße mit drin hat, an wirklich sehr heißen Tagen tragen, weil er eben diese ganz tolle Frische mit drin hat und deswegen der Duft einfach für mich ganz schön tragbar wird. Ich dachte immer, der Erba Pura ist wirklich so ein typischer Frauenduft. Ich habe jetzt aber schon immer öfters gehört, dass auch Männer gerne diesen Duft tragen, gerade eben auch im Urlaub vor allem. Und deswegen würde ich sagen, das ist wirklich ein Top-Unisex-Duft, auch wenn man vielleicht von den Ingredienzen da drin denken könnte, dass es ein Frauenduft ist. Hier mal Shoutout an die Männer, tragt den Duft total gerne. Also wenn ihr so auf fruchtige, frische, süße Düfte steht, vielleicht irgendwie auch der Urlaub vor der Tür steht, dann tragt auf jeden Fall den Erba Pura. Ich finde, es ist wirklich ein toller Duft. Next one ist der 1969 von Histoire de Parfum. Und neben dem Erba Pura muss man aber ehrlicherweise sagen, dass hier die Performance nicht annähernd so gut ist. Ich finde den Duft wirklich toll, schön zu tragen, auch ein toller, fruchtiger Duft mit einem schönen Twist. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber an die Performance vom Erba Pura kommt er auf jeden Fall nicht mit hin. Aber lasst uns mal gemeinsam dran riechen. Ja, von Beginn an hat man eine schöne Pfirsichnote, die man wahrnimmt. Ich finde aber schon im ersten Riechen hat der Duft so eine kleine Würzigkeit mit drin. Und ich glaube, das wird vor allem auch durch den Kaffee veranlasst, der da auf jeden Fall mit drin ist. Schön fruchtig, leichte Süße, leicht eben diese Würzigkeit, die da mit rauskommt. Ganz interessant und schön zu riechen. Was da auf jeden Fall seinen Teil dazu beiträgt, sind die Gewürznelken und auch der Kardamom, der da mit drin ist. Für mich ist das ein sehr interessanter, fruchtiger, schöner Duft und geht in eine komplett andere Richtung natürlich als die Düfte, die wir auch davor gerochen haben. Aber darum geht es ja auch, dass auch für jeden von euch ja auch was dabei ist von den Düften, die ich immer mitbringe. Was ganz toll ist, dass mit der Zeit so eine kleine Schokoladennote mit rauskommt. Ja, diese Kombination aus den Früchten, aus dem Kaffee, den Gewürzen am Anfang, der Schokolade wirklich toll. Wir haben hier auch schöne Blüten nochmal mit drin, die geben eine kleine florale Note nochmal mit rein, eine schöne Süße.
Wir haben hier aber auch einen tollen Moschus mit drin. Macht den Duft einfach schön cremig, setzt den Duft schön ab, macht den Duft ein bisschen schwerer auch. Und ich finde, die ganze Kombination ist einfach sehr, sehr besonders. Aus der Fruchtigkeit, aus dem Kaffee, aus der Schokolade. Ich finde, so einen Duft findet man nicht häufig, ist was ganz Besonderes und kann man auch super tragen, gerade auch, wenn es jetzt etwas wärmer wird. Aber eben durch Schokolade und Kaffee, die da drin sind, kann man die genauso gut eben auch an etwas kälteren Tagen tragen. Für mich jetzt auch nicht anlassbezogen, kann man super auch so im Alltag tragen. Schöner, fruchtiger Duft mit so kleinen Gourmand-Noten auf jeden Fall auch mit drin. Also auf jeden Fall was Besonderes. Für mich ist das tatsächlich eher, weil es halt in so eine kleine gourmandige Richtung geht, ein Frauenduft, muss ich sagen. Jetzt mal so meine subjektive Wahrnehmung davon. Ich denke, dass der etwas besser zu Frauen passt, aber auch hier natürlich feel free, wenn du den Duft trotzdem tragen möchtest. Ich hoffe, ich habe auch für dich einen tollen, fruchtigen Duft dabei gehabt, den du vielleicht ausprobieren möchtest. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du vielleicht einen von den Düften schon kennst oder ob du einen ausprobieren möchtest. Und wenn du einen Videowunsch hast, kannst du mir das ebenfalls in die Kommentare schreiben. Ich versuche natürlich auf jeden Fall darauf einzugehen. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Abonniere gerne den Channel, aktiviere die Glocke, um kein Video zu verpassen und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, ciao!